Es gibt ein neues Programm für einen Zweitpass gegen Investment. Für 105.000 US-Dollar zuzüglich Bearbeitungsgebühren bekommst du den Pass der Pazifikinsel Nauru. Das neue Programm hat einige smarte Besonderheiten, die wir uns heute mal zusammen anschauen wollen. Wir beraten ja zu allen möglichen Wegen zu einem Zweitpass, also auch ohne Investment oder goldene Visa-Option als Plan B. Wenn du kein Video dazu verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Heute sprechen wir also über das neue Nauru Economic und Climate Resilience Citizenship Programm, kurz NECRC. Das wurde also von der Regierung Naurus auf der UN-Klimakonferenz COP29 in Baku vorgestellt. Zuerst vielleicht mal ein Überblick über das Programm. Also Nauru bietet seine Staatsbürgerschaft durch direkte Beiträge zum Treasury Fund des Landes und Anträge sollen innerhalb von 3 bis 4 Monaten auch bearbeitet werden. Und erfolgreiche Antragsteller erhalten visumfreien Zugang zu 89 Ländern, darunter das Vereinigte Königreich und auch die Vereinigten Arabischen Emirate, jedoch leider nicht zur Europäischen Union. Das Investment startet bei 105.000 US-Dollar und ist damit aktuell auch das preiswerteste Programm, gefolgt von Vanuatu. Dort musste er ungefähr 130.000 Dollar als Investment zahlen. Aber Vanuatu im Vergleich jetzt, was also auch 25.000 US-Dollar teurer ist, hat eben nicht das Vereinigte Königreich als visafreien Zugang. Übrigens, wer jetzt gerade erst angefangen hat, sich mit dem Thema Zweitpass zu beschäftigen, sagt vielleicht, ihr seid ja verrückt, was will ich mit einem Pass dieser winzigen 21 Quadratkilometer großen Insel? Da würde ich ja nie hinziehen. Richtig. Das macht auch niemand, der einen Pass in Vanuatu oder St. Kitts oder St. Nevis oder Antigua oder Grenada durch Investment erwirbt. Der zweite Pass ist ein Freiheitsdokument. Und auf unserer Webseite planbprojekt.com findest du 15 Gründe, warum Menschen sich für einen zweiten Pass interessieren. Entweder durch Investment oder andere legale Wege, wie zum Beispiel Mindestaufenthalt von 1 oder 2 Jahren in einem anderen Land. Keiner dieser 15 Gründe hat aber eben damit zu tun, dann, wenn man diesen Pass bekommen hat, in einem anderen Land unbedingt leben zu wollen, schon gar nicht auf einer kleinen Insel. Die Hauptgründe sind meist ja erstens ein Freiheitsdokument haben zu wollen, durch das man beispielsweise Reisefreiheit in möglicherweise einem Lockdown oder in einem Spannungsfall oder einer Pandemiezeit hat. Das heißt, weil man also mehr als nur den Pass des Landes, in dem man aktuell wohnt, hat, eben nicht an der Ausreise gehindert werden könnte. Oder ein zweiter Grund ist oftmals eben das Ziel einer möglichen Wiedereinsetzung der Wehrpflicht zu entgehen, weil man, wenn man einen Zweitpass hat, eben den Erstpass abgeben könnte. Und wie man übrigens mit einem schlechten Zweitpass, wie beispielsweise von Nauru oder Vanuatu, trotzdem unbegrenzt lange in der Europäischen Union leben könnte, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft dann abgeben würde, das erklären wir gerne in einem Beratungsgespräch. Oder ein dritter Grund für einen Zweitpass, auch wenn es vielleicht ein schlechterer Zweitpass ist, der vielleicht nicht mal Zugang zur Europäischen Union bieten würde, ist, dass einige fürchten, dass eine Besteuerung nach Staatszugehörigkeit in der Europäischen Union kommt. Der französische Präsident hat das ja zum Beispiel vor 4 Wochen erst wieder in den Medien von sich gegeben, dass er damit liebäugelt, auch in Frankreich beispielsweise jeden französischen Staatsbürger, egal wo er in der Welt wohnt, möglicherweise eben zur Steuerkasse zu bitten. Also das sind einfach mal so 3 Gründe, weshalb einige sich damit beschäftigen, sich einen zweiten Pass zuzulegen, vielleicht auch mit der Option künftig in einem bestimmten Fall dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft oder eben die andere europäische Staatsbürgerschaft abgeben zu können. Und 12 weitere Gründe eben auf unserer Webseite planbprojekt.com. Zurück zum Nauru-Pass. Also Vorteile und Ziele des Programms. CBI-Programme, also Citizenship by Investment, sind ja zuletzt ein bisschen in Verruf gekommen. Einmal sind solche Programme der Europäischen Union ein Dorn im Auge, weil so viele EU-Bürger, speziell Deutsche, sich eben einen Zweitpass zulegen und damit natürlich dann auch Auslandskonten eröffnen könnten und diese Konten der Kontrolle und Zugriff der deutschen Behörden oder Finanzämter entziehen könnten. Also man hat hier Länder mit solchen Programmen, die also ihre Zweitpässe oder ihre Pässe, ihre Staatsbürgerschaften gegen eine Spende, Investment oder Kauf einer Immobilie beispielsweise dann anderen Menschen geben, unter Druck gesetzt, zum Beispiel die Preise zu erhöhen. Die Preise wurden bei vielen Inselstaaten verdoppelt in den letzten Monaten oder eben auch den visafreien Zugang zum Schengen-Raum einfach weggenommen. Und hier versucht Nauru einen besonders klugen Trick.
Der Titel des Programms von Nauru ist nämlich eben nicht CBI, also Citizenship by Investment, sondern NECRCP, also Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program. Das ist eine sehr schlaue Kombination von Wirtschaftswachstum und Umweltschutz hier in dem Programmnamen. Man könnte sagen 100% Vogue und trendy, weil wer würde sich schon trauen, etwas gegen ein Klimaschutzprogramm eben dieser Insel zu sagen? Sozusagen, kauft ihr den Nauru-Pass und rettet das Klima, könnte man das Motto auch nennen, dieses Programms. Nauru wird also offiziell mindestens einen Teil der Spendengelder für Klimaschutzprojekte auf der Insel ausgeben, beziehungsweise, wie im Programm steht, in die Zukunft der Insel investieren. Und Präsident David Adeang sieht das Programm als Beispiel dafür, wie Nationen private Investitionen nutzen können, um Umweltherausforderungen unseres Jahrhunderts oder unserer Zeit anzugehen. Und als Dankeschön für die Unterstützung, also finanzielle Unterstützung, wird man sozusagen eingebürgert. Das ist aber nicht der einzige kluge Schachzug, den Nauru hier geht, um nicht abgestraft zu werden oder unter Druck gesetzt zu werden. Vielleicht bekommt übrigens Nauru künftig den Schengen-Zugang auch noch, den es jetzt noch nicht hat, wegen dieser besonderen Initiative eben hier Gelder einzusammeln, um diese für die Rettung des Klimas zu investieren. Also kommen wir zu den Anforderungen und Gebühren des Programms. Auch hier übrigens eine Neuheit oder eine Besonderheit. Also das Mindestalter für eine Antragstellung ist 18 Jahren und man braucht einen sauberen persönlichen Hintergrund, sollte also kein freies Strafregisterauszug vorweisen können. Man muss auch natürlich Herkunft der Gelder nachweisen. Das kennen wir von all den anderen Programmen natürlich genauso. Es gibt ein obligatorisches Interview am Ende auch und man muss einen Treueeid auf Nauru schwören, ähnlich wie das auch bei dem Vanuatu-Pass stattfindet. Also hier ist erstmal wenig Unterschied. Wobei im Programm sehr, sehr Wert drauf gelegt wird und betont wird, wie intensiv man eben die Antragsteller prüfen will. Einige Inseln sind ja hier ebenfalls wieder abgestraft worden, sanktioniert worden, weil dort zum Beispiel eben Menschen aus China oder aus Russland oder aus dem Iran beispielsweise, die sanktioniert waren, Zugang zu diesen Pässen hatten. Und hier will Nauru von Anfang an also ein ganz klares Zeichen setzen. Man prüft hier sehr, sehr genau, wer eingebürgert wird. Aber die anderen Inseln machen das oder Inselstaaten machen das mittlerweile genauso und schreiben das zumindest genauso in ihrer Dokumentation. Jetzt aber der Unterschied. Einschließbare Mitantragsteller sind Ehepartner, Kinder unter 18 Jahren oder, und jetzt kommt schon ein kleiner feiner Unterschied, Kinder zwischen 18 und 30, wenn sie unverheiratet und finanziell abhängig sind, Eltern oder Großeltern über 55 Jahre, unverheiratete Geschwister. Das also insgesamt schon eine großzügige Auslegung. Aber zum Beispiel auch Kinder, die behindert sind, sollen voraussichtlich unabhängig des Alters inkludiert werden können. Hier erkennt man auf alle Fälle schon die Beraterhandschrift westlicher Consultants in dem Programm. Aber jetzt kommt's. Erstmals und einzigartig sollen in dem Programm auch eheähnlich eingetragene Lebenspartner in den Antrag aufgenommen werden können. Und das ist eigentlich fast schon eine Sensation, weil das gibt es auf keiner einzigen anderen Insel bisher. Ja, der Spendenbeitrag ist also 105.000 US-Dollar für eine Einzelperson, 110.000 US-Dollar für Familien mit 2 bis 4 Mitgliedern und 115.000 US-Dollar dann für Familien mit 5 oder mehr Mitgliedern, 15.000 US-Dollar für zusätzliche Geschwister und die Antragsgebühr 25 oder startet ab 25.000 US-Dollar für Einzelpersonen. Dann kommt noch die Due Diligence-Gebühr dazu mit 10.000 US-Dollar für den Hauptantragsteller und dann halt pro weiterem Familienmitglied eine Gebühr. Die Passgebühr soll bei 500 US-Dollar pro Pass liegen. Alle Details findest du wie immer auf unserer Webseite planbprojekt.com zum Nachlesen. Die Frage ist, wann geht's los? Also aktuell werden die Prozesse etabliert, die Online-Plattform für die Antrags- und Verwaltungsprozesse wird entwickelt, die Prozesspartner, bei denen man das dann beantragen kann, weil man kann es natürlich nicht direkt bei dem Staat beantragen, die werden damit hoffnungslos überfordert. Also die bewerben sich gerade, werden ausgewählt und geschult und es dauert dann natürlich noch ein paar Monate, bis die ersten ihren Nauru-Pass in der Hand halten werden. Wir sind natürlich hier ganz vorne mit dabei. Du kannst auch bei uns diesen Pass in Zukunft bekommen, aber vielleicht können wir auch im Beratungsgespräch herausfinden, ob der Nauru-Pass für dich der ideale Pass überhaupt ist, also ob er zu deiner Familie, zu dir, zu deinen Zielen, zu deinen Zukunftsplänen passt oder ob ein anderes Passprogramm vielleicht doch günstiger ist oder auch ein goldenes Visa-Programm besser zu dir, deiner Familie und deinen Zielen passt. Ich freue mich,
dich in einem Beratungsgespräch kennenzulernen, dir zu helfen, das für dich ideale Programm herauszufinden. Und bis dahin kannst du ja gerne auf unserer Webseite dich damit beschäftigen, was es noch alles für Programme gibt und vielleicht auch eine Frage, die du hast, an die eingeblendete Kontaktadresse senden. Also dann, bis bald, bleib fröhlich, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.